Die Magie des Reisens mit dem Wohnmobil liegt für uns nicht im Ziel, sondern in den unerwarteten Kurven des Weges. Die Straßen abseits der Hauptwege führen zu den besten Erlebnissen. Und vielleicht erwischt man ja auch manchmal so einen kleinen Glücksmoment. Uns gefallen besonders die spontanen Erlebnisse, die unerwarteten. So wie hier. Susi hat einfach gesagt, hier, fahr doch hier mal ab. Und so waren wir hier am Wasserfall, ganz alleine, zumindest am Anfang. Nicht nur die geplanten Stopps, sondern die unerwarteten Momente machen den Himmel unserer Reisen besonders. Ob jetzt nass oder grau, wir machen uns einfach weiter auf den Weg Richtung Himmelblau. Einer dieser wunderschönen Instagram-Spots, ne, wo man den richtigen Winkel finden muss, um alleine mit dem Wasserfall zu stehen. Das geht nicht, weil dann müsste ich sie da vorne ins Wasser schubsen. Das mache ich nicht. Die machen noch Selfies. Aber es ist sehr schön hier. Wir schreiben euch den Namen mit ins Video. Und das Rauschen ist sehr laut. Kann man mal ausklippen. Ah. So ist gut, oder? Das ist schön, ja. So mag ich es. Okay. So, jetzt müssen wir noch Lotti finden. Die klettert hier irgendwo auf den Steinen rum. Und dann fahren wir weiter. Genau, ich mache das Rauschen wieder an. Die Wettervorhersagen sehen etwas düster aus. Es zieht ordentlich was auf. Ja, und aufgrund des gegenwärtigen Füllstands unserer Toilette ist es außerdem notwendig, in Erwägung zu ziehen, einen nahegelegenen Campingplatz aufzusuchen. Außerdem wäre es wohl mal ratsam, für die meisten Crewmitglieder eine Dusche aufzusuchen. Tja, und die Nummer mit dem Klo, ey, ich verstehe es gar nicht. Der Camper ist für 6 Personen ausgelegt und ich habe keine Ahnung, wie das mit 6 Personen funktionieren soll. Das Klo ist auf jeden Fall wieder voll. Ich freue mich schon auf frisch, leer, sauber und gefüllt. Ah. Ja, wir haben uns ein bisschen... Es ist ganz schön eng hier auf diesen Straßen. Das ist nicht unbedingt für Wohnmobile ausgelegt, würde ich sagen. Wir haben uns ein bisschen verfranst, wobei ich wusste, nach hinten wird es eng, denn es ist jetzt schon hier, wie spät, 18:30 Uhr. Es wird langsam dunkel, wie man sieht. Links abbiegen. Jawohl, Straßen sind eng und vor allem, was halt noch schlimmer ist, ist halt richtig windig geworden. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt so schnell wie es geht hier auf dem Campingplatz. Nach einer Viertelmeile befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Denn ja, es ist windig geworden und dunkel. Und die Straßen sind klein. Ist das auch schon eine Straße, wo so ein dickes Wohnmobil durch soll? Dicke wollen sie hier nicht. Also Wohnmobile. Das sieht nicht so aus, ey. Ja. Ist das eine Ampel? Ja. Die Straßen sind hier so klein. Achso, aber das ist eben auf Gelb gesprungen. Ja, Kommt uns jetzt einer entgegen? ich hoffe nicht. Also hier kannst du null ausweichen, gar nichts. Nein. Das stimmt. Du sollst auch nur... Und vor allen Dingen, was ich auch nicht gedacht hätte, wie viel fette LKWs hier auf den Straßen trotzdem unterwegs sind, ne? Mhm. Was soll ich? New Arrivals. Everyone else. Also hier an die Wir Seite sind eine fahren. Arrival. Ja, genau. Spur 1, Spur 2. Okay. Meinst du, ist noch jemand da? Ja, weiß nicht, sieht gar nicht so aus, ne? Wie spät ist es denn? 18:30, ne? Ja, 18:30, stimmt. Dann gucken wir uns das einfach mal an, ob jemand da ist, ne? Oder? Warte auf mich. Ja. Was machst du da?
Wir haben gerade hier Wasser rausgelassen, ne? Achso. Und ich putze das Auto. Ja, du putzt das Auto, genau. Wir füllen hier gerade jetzt mal Frischwasser nach, das ist auch perfekt. Hier ist ein kleiner Anschluss für Frischwasser. Hier ist ein kleiner Anschluss für Dreckwasser. Hier vorne ist einfach nur ein Entsorgungsgitter, da kann man rüberfahren und dann halt einfach entsorgen. Hier vorne ist das Waschhäuschen. Unter anderem gibt es hier aber auch eine Entsorgung für Chemietoilette. Wir haben nur Pipi in unser Klo gemacht, aber auch das ist gar nicht so schlecht gelöst hier. Mit so einem sehr, sehr tiefen Becken. Also hier kommt man auch überhaupt nicht in Berührung mit der Chemietoilette. Also alles gut, soweit. Hier vorne ist das öffentliche Klo für die Männer. Auf der anderen Seite das öffentliche Klo für die Damen. Da können wir gleich mal hingucken, wenn wir hier unser Wasser nachgefüllt haben. Denn das Wasser fließt nur nicht so schnell, ne? Und wir wollen euch noch zeigen, wo wir stehen. Und Ja. Papa, erklär doch mal, warum läuft er eigentlich raus? Die Dame hat uns ja erstmal einen anderen Platz zugewiesen und Mama ist nochmal zurückgelaufen, weil wir einen anderen Platz haben wollen. Wir wollen eigentlich relativ nah hier am Waschhäuschen stehen, denn wir müssen alle mal ein bisschen duschen. Stimmt's, Lolli? Ja, aber Genau. ich nicht. Nur ihr. Ja, genau. Wir wollen hier auf jeden Fall nochmal duschen und vor allen Dingen soll es heute Nacht sehr, sehr viel regnen und sehr, sehr windig werden. Aber morgens am meisten. Morgen am meisten? Ja, morgen früh ungefähr so um 11 oder 3. Ja? Boah, sieht alles sauber aus, aber auch echt alt. Ja, okay. Ne? Aber hast für du heute wieder Abend eine geklärt. Dusche reicht es auf jeden Fall. Super. Ne? Okay. Ah, jetzt guck mal. Jetzt hört sich das so an, als wenn das hier voll ist. Jetzt läuft es über. Dann können wir es einmal ausdrehen. Hat die Warte noch nicht offen? Nee, kann nicht. Hast du die Dame noch gefunden und was gesagt? Nee, wir sind 13 und dann bin ich aufs Klo gegangen. Ah, okay. So, ist jetzt zu voll? Kommt jetzt hier immer noch Wasser oder was? Oh, Ein bisschen. Ja, Ein bisschen zu voll gehabt. aber der Überlauf funktioniert, ne? Nee. Nicht? Bei uns hat er richtig gut funktioniert, weil wir bei unserem Mobil sofort gesehen haben, wenn der Tank voll war, ist es halt auf der anderen Seite rausgelaufen. Hier läuft es ja nur aus der Öffnung wieder raus. Ja. Also du musst es dann irgendwie hören. Und ich habe es jetzt gerade nicht so gehört. Ja gut, okay, aber die Entsorgungsmöglichkeiten sind hier natürlich ziemlich cool. Und Klohäuschen gucken wir uns gleich mal an. Oh, stell dich mal auf die 13 und dann gehen wir noch. Gehe ich nach vorne oder du? Oder wer? Ja, gucken wir mal. Hören Sie. Es dauert nicht mehr lange, dann werden Sie hier grauenvolle Dinge zutragen. Harry Potter darf nicht in Hogwarts bleiben. Nun, da die Geschichte sich wiederholen wird. Moment, heißt das etwa? Ja, das Schlafen im Wohnmobil ist für mich immer wieder was ganz Besonderes. Ich habe festgestellt, dass ich dort besser schlafen kann als in meinem eigenen Bett zu Hause. Es ist etwas an dieser Art des Schlafens, das sich unglaublich natürlich anfühlt und einen auch irgendwie näher an die Natur bringt. Das sanfte Rauschen des Windes, das leichte Schaukeln des Wohnmobils, all das trägt dazu bei, dass es sich anfühlt, als wäre man ein Teil der Natur. Es ist etwas Beruhigendes, die Geräusche der Natur zu hören, sei es das Rauschen der Blätter, der Wind oder die Regentropfen auf dem Autodach. Diese natürlichen Klänge schaffen eine entspannende Atmosphäre, die mich in einen tiefen und erholsamen Schlaf versetzen. Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass das Wohnmobil eine Art mobiles Zuhause ist, das ich überall mit hinnehmen kann. Es ist mein eigenes kleines Refugium auf Rädern, das Gefühl, inmitten der Natur zu schlafen. Ohne natürlich die Annehmlichkeiten oder den Komfort meines eigenen Bettes opfern zu müssen. All das verleiht dem Schlaf im Wohnmobil seine einzigartige Qualität. Und natürlich auch das Aufwachen inmitten von atemberaubender Landschaft und mit frischer Luft. All das trägt zu einem besonderen Erlebnis bei. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was sind eure Erlebnisse beim Thema Schlafen im Wohnmobil? Wo habt ihr mal besonders gut geschlafen? Wo habt ihr überhaupt nicht gut geschlafen? Was sind Ereignisse, die nachts bei euch passiert sind? Was sind Geschichten? Und ich könnte einige Geschichten erzählen. Und deswegen interessieren mich umso mehr eure Geschichten. Schreibt doch mal in die Kommentare.
denn deine Haare? Überhaupt nicht. Die sind doch voll nass vom Duschen. Ah ja, zumindest es gab heißes Wasser, aber... Ja, zumindest es gab heißes Wasser, aber die Duschen sind hier in der Tat in die Jahre gekommen. Es ist ein sehr, sehr schöner Platz. Man kann hier vorne der Fähre ein bisschen zuschauen. Die seht ihr jetzt schon nicht mehr. Verbirgt sich dort hinter dem Wohnmobil. Stellplatz, Location, richtig geil. Kostet allerdings auch 54 Pfund die Nacht. Ich glaube, es sind 60 Euro. Ja, und dafür sind die sanitären Einrichtungen einfach echt unterirdisch. Aber wie sagst du immer so schön, Angebot und Nachfrage. Und hier gibt es weniger Campingplätze als in anderen Gegenden. Und gestern brauchten wir wirklich mal einen. Ja. Die letzte richtige Dusche war schon ein paar Tage her. Ja, nicht nur zum Duschen, sondern auch zum Entsorgen und Wasser auffüllen und so. Und das funktioniert hier sehr gut. Also die haben hier einen Gitter, über das man fahren kann zum Entsorgen. Und die haben halt Frischwasser hier überall sogar. Ja, auch an den Entsorgungsstationen, also wo man Müll Genau, hier gibt's halt irgendwie nochmal auf dem Gelände so vier kleine zusätzliche Stationen, wo man nochmal Wasser bekommt und sein Klo auch entsorgen kann. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Genau, und dann hinter uns ist hier halt nochmal das Wohnmobilhäuschen, wo man halt auch Klo entsorgen kann und Wasser und so nachfüllt. Aber 54 Pfund ist halt echt eine Hausnummer, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Deswegen müssen wir jetzt auch vom Platz runter. Bis um 12 muss man hier runter sein, wenn man nicht nochmal bezahlen will. Ja. Und ich mache mir ja so ein bisschen Sorgen, weil wir wurden hier echt durchgeschüttelt die Nacht. Es sind heftige Windböen, also zwischendurch geht es, aber manchmal kommt dann so eine Böe und schüttelt alles durch. Ich will meinen, wir sind erprobt durch Island, aber da hatten wir auch ein etwas kleineres Auto, was nicht so viel Angriffsfläche hatte. Und jetzt diese engen Straßen, Marco Gott sei Dank fährt. Ist ein anderer Wind, ne? Es ist halt nicht Wind, sondern es ist halt böig, ne? Ja. Es ist halt 2-3 Minuten still und dann kommt plötzlich so ein Pfff. Aber es bleibt leider auch den ganzen Tag so. Ja. Es ist gerade richtig Sturm auf der Nordsee und wir kriegen hier die Ausläufer auf der Westküste auch noch mit. Deswegen fahren wir heute nicht so weit, haben uns einfach einen einfachen Parkplatz rausgesucht, wo, wenn das Wetter es erlaubt, wir auch noch ein bisschen draußen rumlaufen können, ein bisschen wandern können. Genau, und mehr haben wir, glaube ich, nicht viel vor. Und dann gucken wir mal, was uns auf dem Weg noch so begegnet. So sieht's aus. Falls wir es dahin schaffen. Außerdem haben wir den Rechner geladen, den Beamer geladen und Lotti würde natürlich auch total gerne hier mal so einen richtigen Schottenfilm gucken. So, wir fahren jetzt erstmal hier vom Campingplatz runter. Wir wünschen uns Glück. Juhu! Und das ist echt cool, ne? Aber man würde ja auch vermuten, also was muss so ein Campingplatz haben? Einigermaßen gerade Stellflächen hat er hier auch nicht, ne? Hatten wir auch nicht. Nee, die sind, ach scheiße, jetzt bin ich hier Sackgasse gefahren. Exit stand ja da vorne. Ja, sorry. Ach Mann. Gut, aber hier ist auch nicht schlecht gewesen, ne? Hier hätte man auch schön stehen können. Guck mal, hier raus. Ja, hier ist auch schön. Hier ist schön. Pitch ist vor Motorhome. Ach so, das gehört jemandem, der ist reserviert. Aha. Ja gut, aber nachvollziehbar. Ja. Hier ist echt schön. Kannst hier vorne mal gleich schwimmen gehen morgens. Ich weiß nicht. Aber guck mal, wie hoch der muss ganz oben auf seine kleinen Auffahrhilfen da fahren. Ja. Die wir halt auch hier am Auto nicht haben, weil das ist ja auch ein geliehenes Auto. Und wir haben jetzt hier dieses ganze Schnickgedöns, was man eigentlich so bräuchte. Das haben wir halt nicht an Bord. Nö. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin ein bisschen länger hier. So. Amethyst? Ja. Ist das so ein blauer? Nein. Das ist ein Stein. Oh, da kommt schon der nächste. Wie unser weißer. Der ist in so ein weißer Kristall und der ist in so einer ganz normalen, auf so einem ganz komischen Stein, der ganz normal aussieht. Da ist zwar so weiße Kristalle drin. Das ist der Guck mal hier, ich habe nämlich. Kommen wir da rüber, dann kann ich das abgeben. Exit. Ja. Jetzt geben wir hier noch den Schlüssel ab. Bunbury Caravan Site, damit ihr wisst, wo wir waren.
Wir fahren weiter im Linksverkehr auf den schottischen Straßen Richtung Nordwesten. Wir müssen nämlich unbedingt was einkaufen und außerdem hoffe ich, das Rugby-Halbfinale in einem schottischen Pub schauen zu können. Hinter den Scheiben zischt eine von herbstlichem Farbspiel durchzeichnete Landschaft an uns vorbei. Eingebettet in majestätische Berge und umgeben vom atemberaubenden Loch Lene zeigt sich die Stadt Fort William selbst im Regen von ihrer malerischen Seite. Fort William ist bekannt und beliebt als Ausgangspunkt für Outdoor-Abenteuer, da viele Wanderer von hier aus die Highlands bis nach Glasgow durchstreifen. Aber vor allem wohl für die Tatsache, dass von hier aus die wohl berühmteste Eisenbahn startet. Also was soll dieser Rand hier? Kommst du? Ja. Ach ja, Lottie und ich, wir wandern hier ein bisschen in Fort Williams. Fort Williams ist übrigens dafür berühmt, eigentlich nur für zwei Sachen. Zum einen, dass Lottie hier mal irgendwann lang marschiert ist. Vorsicht, Hundekacke. Nee, Blödsinn. Also zum einen, weil hier in der Nähe natürlich der Ben Nevis ist. Das ist der höchste Berg, nicht nur von Schottland, sondern von ganz Großbritannien. Da wandern Lottie und ich jetzt aber nicht hin. Das wäre ein bisschen zu anstrengend. Oder? Ja. Ja. Sondern wir wandern jetzt zu der Aussichtsplattform für den Ben Nevis und um auf Fort William rauf zu gucken. Und Fort William ist natürlich noch für eine andere Sache bekannt. Gerade bei den ganzen Harry Potter Fans. Bist du eigentlich Harry Potter Fan? Ja. Ja? Denn man kann hier nämlich den angeblichen Harry Potter Zug nicht nur anschauen, sondern man kann auch mitfahren. Aber das machen wir nicht. Das kostet 84 Pfund. Also ist verhältnismäßig teuer. Aber wir gucken uns auf jeden Fall mal den Zug an. So. Ich glaube, wir müssen hier weiter hoch. Um Gottes Willen. Ja. Es ist halt das Doofe am Bergsteigen, dass es immer bergauf geht. Ja gut, beim Bergabsteigen natürlich nicht. Aber so weit sind wir noch nicht. Das dauert 3 Stunden, aber... Ja, 3 Stunden. Erstmal 1,5 Stunden unter hoch. Genau, 1,5 Stunden hoch, 1,5 Stunden zurück. Und wir haben eigentlich gerade erst angefangen. Wie ihr seht, wir sind hier noch mitten im Wohngebiet. Aber Fort Williams ist hier sehr hügelig. Guck mal, hier darfst du nicht parken. Wie soll man denn hier mit dem Auto parken? Oh mein Gott. Ja, guck mal, ein bisschen Aussicht haben wir aber schon. Nicht für solche Leute wie uns so Flachländer gebaut, ne? Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, oder? Ja, man muss sich daran schaffen, erstmal gewöhnen, wenn man auf dem Mount Everest oder so schon mal war. Dann ist das locker. Ja, dann ist locker. Aber wir waren ja beide noch nicht auf dem Mount Everest. Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen oder ob wir uns verlaufen haben. Oder ob wir hier einfach so zwischenhoch. Ja, wir gucken mal. Guck, hier Tarils. Hallo, wir haben noch nicht mal angefangen, komm. Das ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Komm Leute, ist nicht mehr weit. Ein Viertel haben wir schon. Scheiße.
Komm, wir schaffen das. Nee, wir schaffen das. Wir schaffen das. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott. Also, Wasserprobleme haben die nicht. Kannst die du noch? Tiere schon mal nicht. Nein. Ich kann nicht mehr. Ja, 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 ja. Hier, setz mal die Mütze wieder auf. Es ist voll kalt gerade. Eine Schrammdämpfe. Welches? Das hier. Und an der anderen hast du eine Blase. Fast. Oh Mann, ey. Du bist eine Highländerin. Ja, die Gegend ist hier übrigens nicht nur für den Harry Potter Zug bekannt oder für den höchsten Berg von Großbritannien, sondern Teile von dem Film Braveheart wurden hier auch um die Ecke gedreht. Allerdings nur wenige Sequenzen, denn, kleiner Sidefact, es war damals wohl so, dass es steuerliche Vorteile hatte, in Irland zu drehen. Deswegen wurden die meisten Sequenzen des Films Braveheart in Irland gedreht und nicht in Schottland. Aber die Szenen, wo er in seinem Heimatdorf ist, die wurden hier um die Ecke gedreht. Am besten, Sie setzen sich erstmal. Sitzen. Also für so ein Kino ist es nicht geeignet, ne? Mit 3 Sitzen hier. Dobby, tut mir leid, ich will Sie auf keinen Fall verletzen, ehrlich. Dobby, verletzen? Dobby hat von ihrem Großmut gehört. Aber noch nie wurde Dobby von einem Zauberer aufgefordert, sich zu setzen. Ja, wir hatten hier so schön und ruhig gestanden auf diesem Platz. Das ist ja hier in Fort William ein allgemeiner Caravan-Platz, auf dem man auch über Nacht stehen kann. Wie ihr seht, auch ein paar andere Camper stehen hier auf diesem Platz. Einziger Nachteil ist, was wir natürlich nicht wussten, dieses Wochenende hat der Rummel hier angefangen. Hier ist Party los! Ja, hier ist Party los. Und dann habe ich tatsächlich noch einen krönenden Abschluss mit Rugby und einem schottischen Pub bekommen. Das war allerdings keine leichte Aufgabe, schließlich dürfen Kinder eigentlich abends nicht in einem Pub sitzen. Aber wie ihr seht, haben wir einen VIP-Platz im Vorraum ergattert. Schottische Gastfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Rugby gucken, Kinder inklusive, im Pub. Wer hätte das gedacht? Ich komme nicht an meine Zahnpasta ran und eigentlich würde ich auch gar nicht sehen, trotzdem noch schlafen. Nee, jetzt wird ein Zähne geputzt und dann geht's ab in die Haie. Dann heißt es, gute Nacht, John Boy. Nein. Jo, jetzt haben wir hier ausgiebig die schottische Kneipenkultur auch kennengelernt, ne? Und jetzt
Vielen Dank für heute. Gute Nacht. Ist kalt hier, ne? Ja, hat nochmal ein bisschen hochgedreht.